Waar die dran? Wir werden uns zum Anfang singen Nummer 4. Nummer 4. Wie groß ist das allmächtige Güte, ist ein Mensch, den sie nicht rührt, der mit verhärtetem Gemüte den Dank erstreckt, der ihm gebührt, seine Liebe zu ermessen, sei ewig meine große Pflicht. Der Herr hat mein noch nie vergessen, vergiss mein Herz auf seiner nicht. Blick mein Geist in jenes Leben, zu welchem du erschaffen bist, wo du mit Herrlichkeit umgeben, Gott ewig sehen wirst, wie ist. Du hast ein Recht zu diesen Freuden, durch Gottes Güte sind sie dein. Sieh, darum musste Christus leiden, damit du könntest selig sein. Und diesen Gott sollt ich nicht ehren und seine Güte nicht verstehen. Wer sollte rufen, ich nicht hören, den Weg, den mir zeigt, nicht gehen. Sein Will ist mir ins Herz geschrieben, sein Wort bestärkt ihn ewiglich. Gott soll ich über alles leben und meinen Nächsten gleich wie mich. O Gott, lass deine Güte und Liebe mir immer da vor Augen sein. Sie stärken mir die guten Triebe, mein ganzes Leben dir zu weihen. Sie trösten mich zur Zeit der Schmerzen, sie leiten mich zur Zeit des Glücks und sie besiegt in meinem Herzen die Furcht des letzten Augenblicks. Nummer 160. Nummer 160. Ich weiß eine liebe Kapelle, da weilet mein Herz so gern. Da sing ich mit meinen Geschwistern Loblieder zum Preise des Herrn. O Pilger, komm mit zur Kapelle, bald weißt du gewiss hier auch gern. Da findest du liebe Geschwister, komm, sing jetzt zum Preise des Herrn. Wer kennt diese Lieder
zur Kapelle, während unser Sternenstift geht. Da glüht auch in Andacht die Herzen, kommt Stimme mit ein ins Gebet. O Pilger, du kennst die Kapelle, sie singet an friedlichem Ort. Da höret man heilige Zeugen, verkünden das lautere Wort. O Pilger, komm her zur Kapelle, du kennst ja den friedlichen Ort. Komm, höre die heilige Zeugen, verkünden das lautere Wort. Lichtlein, du Vorhof des Himmels, in dir fand mein Herz Gottes Haus. An meines Immanuels Herzen, ruh ewig in Frieden mich aus. O Pilger, komm mit zur Kapelle, dann findest du auf Gottes Haus. Wirf dich an Immanuels Herzen, ruh ewig im Frieden hier aus. Morgen ist hier einer. Grüßchen von dir im Namen Jesus Christus, in dem wir hier gekommen sind. Wir singen hier so wie die Kapelle, wo ich hier in Handel. So von der, wo wir sagen, hier sind im Gottesdienst, hier, wo wir uns Versammlung tun, da so, wo wir hier in Handel tun. So ist David dort auch ging. Er sagt, wo hat sich gesehen, dass er in der Wüste wird, wahrscheinlich da am Stein sagt, heute Sonne schien, musst du so ran vor der Fien, check du so aus, soll nicht irgendwo hier rundkommen, er sind ihn, er sind Absalom. Und dann sage ich, was vom Verlangen her hat, wir waren am Tempel zu sein, im Gottesdienst. Was er alles wird geben, wenn er können wir ein Stück in diesem Tempel sein. Die Gelegenheit habe ich von dir. Und das wieder schätzen, als die Frau. Ja, ich heiße Ihnen alle willkommen. Von der aus, von verschiedenen Städten, verschiedenen Distrikten, von Kanada. Und mein gewesener Schullehrer, Franz Ernst, also die Kinder von Franz Ernst hier in Anleu. Und so, Maya, was hier sein. Jeder einer herzlich willkommen hier zum Gottesdienst. Ich will zwei Verse lesen für die Sonntagsschulrüt jetzt. Sag ich es dit in Hebräer 11, durch den Glauben wird Henoch weggenommen, dass er den Tod nicht sehe und ward nicht gefunden, darum, dass ihn Gott wegnahm. Denn vor seinem Wegnehmen hat er Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein werde. Henoch, sagt es hier so, er lebt Gott wohlgefällig. Wo schön so eine Werte hier von Gott selbst, dort, so du gelebt hast, dass du lebst, was du das, dort ist mir wohlgefällig. In den Glauben, was du leben, das sage ich so, Unglauben ist dort allmählich, dass Gott uns dort kann sein, wir müssen im Glauben leben. Und Henoch wird dort. Und was für eine besondere Wert, zum Schluss vom Leben, sind es das Werte hier in ihrer Lut, das sind Zeugnisse hier luten. Gott wohlgefällig war, von Gott selbst diese Wert zu haben. Das ist wundervoll. Wir werden ein paar Gedanken über Henoch hier in dieser Anleitung, über dem, was die Sünder schon geschlossen dann rütgehen. So, ich will eine Abstunde zum Gebet. Herr, wir kommen zu dir und wir sagen dir Dank. Wir sagen dir Dank für dein Wort, dein lebendes Wort, was immer war unser Quickenball, was immer war Dose ist, frisch mit Kraft, frisch mit neuem Leben, mit neuem Mut. Herr, was wir jeden Tag brauchen als Menschen. Herr, dein Wort ist unveränderlich, dein Wort ist das Selbe, was das getan hat und die Menschen, das können von dir noch.
En wat je doen hebt van Henoch, dan kan het vandaag nog een aanstaan. Ik dank je ervoor. En ik vraag als u was met de zondagsscholieren staan en de kinderen en de klassen, wo je ook du so den Segen geven. Merk den Wut op, merk de harten van de kinderen op. Herr, du kunt wat vallen. En een vruchtbare bodem, wat du kunt laten voor het leven een onderscheid maken. Wo je dat geven en wo je gnädig zijn. Ook wo immer die boten van der gaan, wo je met den gas leiden, wo je reden. Durch het Mühl van al die boten door zo. Dat dank we in bid voor Jezus Christus. Amen. Daar je plaats nemen. Je tot Spanische Heft Nummer 96. Nummer 96. Sin mancha ni culpa tan limpia, es la iglesia que Cristo fundó, y por ella Él ha sufrido, por ella su sangre dio. Sin mancha ni culpa, hermano, Jesús en la cruz la compró. No hay otra igual en el mundo, la iglesia que Cristo fundó. Sin mancha ni culpa tan santa, es la hermosa iglesia de paz. Sus luces se ven en los montes, del mal separada está. Sin mancha ni culpa, hermano, Jesús en la cruz la compró. No hay otra igual en el mundo, la iglesia que Cristo fundó. Sin mancha ni culpa comprada, de la gloria le viene su luz. De todo pecado salvado, Jesús la compró en la cruz. Sin mancha ni culpa, hermano, Jesús en la cruz la compró. No hay otra igual en el mundo, la iglesia que Cristo fundó. Sin culpa está, sin arruga, cada mancha Jesús la quitó. La sangre que ha derramado a todos nosotros limpió. Sin mancha ni culpa, hermano, Jesús en la cruz la compró. No hay otra igual en el mundo, la iglesia que Cristo fundó. Gut, wir wollen eine kurze Betrachtung merken über Henoch sein Leben und dort, weil wir sie der Vers lesen, was von Henoch reden da. Wir haben das in der Bibel ab 3 Stellen, wo von Henoch geredet wird. Ich lege in 1. Mose, wo die Familienregister ist, und dann haben wir in Hebräer 11, wo jemand Glaubenshelden sind, dann haben wir in Judas, von du, wo er dann warnen dat. Aus dem Beispiel von der, was er warnen tun, von dieser Welt, was du so oft geht. Wir wollen uns die Versen lesen. Wir wollen anfangen mit 1. Mose, Kapitel 5. Da habe ich ein Vers von wollen du bei ein paar Stück Taub nehmen. Sagt du, das ist das. Wenn wir anfangen, 1. Mose 5, der 18. Vers, du redet von Henoch sin Führer, Jared.
Jared zag je toen, die wir 162 Jahre alt, und dann dat Henoch zeugen. Also dann hat den ersten Jungen mit 162 Jahren, hätte ich von der Frau. Aber dort ist es tatsächlich werden, das werden ganz normale Jahre von der. Und dann sage ich, du sind Vers 19, des Jared und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 962 Jahre und starb. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, blieb er in einem göttlichen Leben 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Leben führte, nahm ihn Gott hinweg und er war nicht mehr gesehen. Das ist Henoch. Das ist sein Eng, was er noch zwischen tun in das Familienregister. Wir haben diese Hebräer Kapitel 11, weil wir diese in Gedanken holen, was wir gelesen haben. Wegnehmen hat er Zeugnis gehabt, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass sie ihn suchen und dass er ist, dass er bleibt, dass er Gott ist. Und dann noch ein Judas. Klingt sie wieder, in dieser Bibel ist es dann vielleicht ein bisschen träge. Judas, das ist ein korter Brief. Da nehmen wir den 14. und 15. Vers. Sagt du so, es hat aber auch von solchen geweissagt, Henoch. Also, das ist dort die Welt vergehen wird, dort ein Eingeben, dort ein Gerecht geben wird. Sagt du so, es hat aber auch von solchen geweissagt, Henoch, der 7. von Adam, und gesprochen, siehe, der Herr und all wieder ihn gegen die Glaube. Also, es ist eingeweiht. Dort soll sie nun sein. Der Fuß mit Schaf wie der 7. Das ist ein anderer Henoch. Das ist der, was im Glauben leben da. Also hier wird Henoch, das wird ein Geweihter, ein Eingeweihter, also ein Pott gesagt von besonderen Dingen, und aber der Titel von seinem Führer, dort ging alle bei auf. Du all 300 Jahre vor Noah, dort ist, wo Henoch geboren war, 300 Jahre vor Noah, dann ging das alle bis unten, ging das alle bei auf. Und dann, als Noah ist, Noah geboren war, und dann wird Noah auf 500 Jahre, als er dann der Arche bauen da ging, in den paar 100 Jahren wird es schlechter geworden. Was sagen sie wird, dort die Leute sich von mir nicht mehr strufen. Und hier wird ein Henoch. Da wird ein Prediger. Judas sagt uns hier so, dass er hat gepredigt, er hat sehr gewarnt, je in der gottlose Leben, je in der gottlose Wesen. Und die haben sich dann nicht halten, in den Jahren vergehen, die gingen ein paar 100 Jahre wieder, und noch einmal Leute, die sich nicht von ihnen strufen, durch die Menschen, auch was die predigen deuten, und die kommen gerecht. Hier sehen wir das Henoch als ein besonderes Bild. Also wir nennen das fromm wie Henoch. Was sind Bedingungen? Wo kann wir leben, das Henoch? Wo wird Henoch, dort wir kann nur gehen und nur folgen, dort wir auch kann dort ein Tag hören, dort wir werden Gott wohlgefällig was mit uns leben. Das sind ein paar Dinge, was ich will abnehmen. Eins ist hier so, Henoch, der hat Gott sein Gerecht erkannt, er hat geglaubt und er hat dort gepredigt. Und er hat dort gelebt. Das ist ein wichtiges Ding. Wir sind von der Welt im Großen und Ganzen, was wir dann immer sagen, dort geht alle bei auf. Da ist vielleicht noch ein Land, das ist gut, eine Gemeinde, eine Familie, eine Person. Aber dann checken wir 20, 40 Jahre wieder, dann sehen wir, wo viele Dinge schwacher und flacher waren. Checken wir bloß ein Bild von der Stadt, was aus dem christlichen Land haben. Sage ich nicht, dass die alle bekehrt werden, bis aus dem frommen Land. Wo ist es von der Gottesvolk? Es ist nicht der Fing. Meist total, einzelne Worte sein. Wenn sie meist alles ist dort, fromm, also noch eine Gottesvolk, was da ernannt wird. Von der schon Tag nicht. Also, wo wir fromm Henoch sein, Gott wohlgefällig, dort ist, wenn wir Gott sein Gerecht erkennen und wenn wir dann noch leben tun. Also, dort wir verüben haben, du kämpfen gerecht. Wir sind immer wahrer, wenn die Warnungen in der Bibel gegeben wurden,
En van Petrus Warnungen gaf. En van dat Woedens Warnungen gaf. Van Paulus Warnungen geven dat. In dat oude bund. Einmal waren, dat er dat nicht bedenken, dat tussen gerecht. Psalm 73. Du sagt der Psalmist, Asaf, du so, predigt du so. En dan laat het zo de Gottloze, wo de Levenden, hij wird mest gefallen. Wogegen? Hij had dan in dem Moment nicht bedacht, dat du in gerecht kwam. Aber als hij is dat ingezag van de Gottloze, aber du wird keine Frau, als hij wil den Weg gehen. Wenn wir dort gerecht für ihn haben, dann ist das keine Frau, wo wir wollen leben. Dann ist das keine Frau, wo wir Gott wohlgefällig leben. Und das, was hij nog deed, und das bedeutet den Glauben. Want al dit wat we zijn, de Glauben, dat is de Grundlage für das Ganze. So, im Glauben sagt hij nog dat gerecht. Hij predigt dort und hij lebt dort. Und dort, deswegen, wir sind Entscheidungen, als hij merken dat. Tweede Bedingung, dat is im Glauben leben. Das ist sagen, dass eigentlich ist das die Grundlage über das Ganze, dass wir im Glauben leben dürfen. Keine Rechtfertigung, Unglauben, keine Rechtfertigung. Wenn wir wollen für Gott gerecht leben, glauben. Wir müssen das vertrauen, wir müssen das glauben. Was der Herr in seinem Wort gesagt hat, das müssen wir glauben und dann müssen wir dann auch leben. Wir wollen nicht leben, wenn wir etwas sperren dann, sondern wir wollen das sein. Wir wollen vorab checken, was ein gewöhnliches nicht sieht, was Menschenverstand nicht sieht. Und dann wollen wir gehen. Hier sagen wir, dass das noch, er lebt im Glauben. Also er vertraut diesen einen Gott, wenn er rundum alles unterging, er bleibt auf dem Punkt. Und das ist das, was so sehr schwer ist. Zu sein, was alle Mann tut. Und auch die guten Menschen, die besten Menschen, die Predigers, oder wie immer, was die tun. Wenn das nicht reich ist, dann ist das nicht reich, dann kann ich das nicht tun. So merken wir, das gerecht für dich. Ich sage, alle Mann tut, dann muss das okay sein. Glauben ist nicht dort. Also erstlich sei wir glauben, braucht das erstens mal für die Reichforderung, dass wir nicht, dass er so ein ferner Mann wird, sondern dass wir das glauben, dass er dem Herrn sein Leben anvertrauen, dass er mit Gott wandeln, die glauben, das ist, wo er verhebt gerecht vor dich wird, das verhebt, wo wir ihm gesagt können wollen, dass du bist Gott wohlgefällig, du hast Gott wohlgefällig gelebt. Also für die Reichforderung glauben. Und dann für die Heiligung, auch so ein Leben wieder mit dem Herrn zu leben. Das braucht auch Glauben. Das ist nicht ein einmaliges Ding, die Glauben. Das ist nicht ein bisschen selig machender Glauben. Das ist auch wieder ein heiligender Glaube. Das uns wieder in Gemeinschaft mit ihm holen. Wenn wir fangen hier wie dort, haben vielleicht Abenteuer gehabt, und dann nur ein paar Wochen, nur ein paar Monate, sei wir jetzt aufgeteilt. Den Karten tut all. Und nächstes Mal dann, sollen wir im menschlichen Leben, der hat mal übrig geschafft, in seinen ersten 10, 20 Jahren. Einmal einfach nur gelassen. In 20 Jahren nur gelassen. Hier ist einer, der lebt im Glauben. Und dort verewert 300 Jahre. Also im Glauben leben, das ist eine andere Bedingung, wo wir kann Gott wohlgefällig leben, das ist noch. Ein Dreiter ist, dass wir dort dann nur wollen predigen, nicht bis dort leben. Wenn wir still sind von uns Glauben, wenn wir nicht das wieder sein, wenn wir nicht wollen reden, wenn wir nicht wollen den Glauben mitteilen, wenn wir nicht wollen zeugen von das, was Gott an uns getan hat, dürfen niemals erwarten, dass wir wollen diese schöne Welt hier, dass wir wollen für Gott, das ist das tun, dass Gott uns wird, das dort auf der Schule leihen und sein, wohlgefällig. Also, ich rede nicht von einem Ding, gerat sein und danach Gott wohlgefällig leben. Viele Menschen, der freuen sich so sehr, dass sie gerat sind und du wollen sie stumm bleiben. Sie wollen nicht die Kosten, was das wieder erst in der Nachfolge zu gehen, aber sie wollen eine Insurance haben für den Hall und da haben sie einmal und du wieder wollen sie wenig. Und aber du fandst sie noch lange nicht Gott wohlgefällig. Dass wir Gott wohlgefällig leben, dann müssen wir auch ein Heiligungsleben leben. Dann müssen wir auch Dinge tun, dass Gott kann sagen, so gefällt mir jetzt, dass du leben das als mein Kind. Dass wir auch ein gehorsames Kind sein, was in seine Wege gehen wird. Und ein Tod ist, dass wir wollen dort mitteilen. Hier in Judas fängt wir dort, das hier noch, der Siebente von Adam, dort die sich wirklich zu predigen, wo sie am Verspotten deuten, wo sie am Utlachen deuten. Und dort ist, wo wir mal reisen von der. Und dann ist es sehr klar, dann wollen wir auch von vielen, von unseren Zeitgenossen, von den Mitmenschen oder von den Nubers oder vielleicht sogar über die Kirche, da wird uns ein bisschen so belagert worden. Wohin nimmt er das so ernst? Wohin ist das so wichtig? Wohin wollen die für das oder dort? Noch wird es dort. Also Mut, um das Gerecht Gottes auszusprechen. Ich sage, Noah, ich kann mir vorstellen,
wo ferken die Menschen und vielleicht auch gute Mitarbeiter, was er durch gehört hat, durch so im Dorf, werden sehr viele Menschen leben zu der Zeit. Wir müssen uns vorstellen, keiner starb, sehr jung, und wir sehen all Adam, der lebt, in dit wieder der 7. von Adam, und sie haben noch ein paar hundert Jahre top gelebt. Henoch hat noch ein paar hundert Jahre mit Adam top gelebt, und er glaubt, was haben seine Urgroßpapa dann, also der 7., was haben gefragt, Adam, wo wird im Garten Eden? Adam, wohin musst du rühren, was passiert? Und da hat alle verteilt haben, was Gott gesagt hat, was für eine Gemeinschaft wir haben mit Gott, was das bedeutet, mit Gott zu leben, was für eine Seite, eine enge Gemeinschaft, und was für ein Segen das ist. Du sollst mit Gott einfach Glück in die Sache zu reden, oder so aus Glück zu euch sagen, nicht, dass er ihm sagt, so körperlich, in Gottes Geist. Aber teil ihm das mit, was das wird. Und er noch, was sie dachten, oh, was sind Menschen, mir so verleih. Und du noch hast er gelebt. Und du noch dein hey. Und ab ein von seinen Leben, sie Gott also, hey, du brauchst gleich 900 Jahre. Mit 364 Jahren hast du alles getan, was du brauchst. Du hast so gelebt mit mir, du hast nur gestrebt und du hast es nicht. Und du bist fertig mit ihr. Deine Arbeit ist durch. Mit über 300 Jahren, mal der Halb von was der andere hat, der mal ein Radl kalt gesagt. Was wir hier sehen, das ist, er hat alle gelehrt. Und er wuchs sich zu predigen. Wogegen? Er wisst, was er will mit Gott wandeln. Wir haben von der nicht Adam, wir können nicht fragen, wo ist dort, so mit Gott zu leben. Wir haben nicht Henoch, weil wir haben das Wort, wir haben alle Verschriften, wir haben das Leben, die Wort, also das Leben von der. Gott redet von der ganz persönlich zu uns. Wir brauchen gleich irgendeine besondere Offenbarung, wir brauchen gleich, dass wir so mit der Stimme hören dann, hier ist er in das Wort. Aber du brauchst das Glauben, und er schafft das nicht. Das dritte ist, dass wir zeugen, dass wir predigen, dass wir weissagen. Wo fängt es dort? Einer daten denkt, das ist eigentlich nicht ganz gut, aber wir sind still. Dann fangen wir an, das zu tun, keiner sagt was, dann ist es eine Frau von Zeit. Und dann das allemal dort, nicht so? Ich denke, bis drei, wo viele Dinge in dieser Welt von der sind, wo die angefangen haben, Dinge, wo du von der vielleicht zu denken, vielleicht sind die gleich sehr wichtig, vielleicht spielt die gleich so eine große Rolle. Aber mir hilft das Gedanken, wo das wird. Ich weiß, in den USA, aus dann die gottlose Welt, wo die früher anfangen, Wechseln zu brauchen, zum Beispiel, wo die Leute gesagt haben, das schafft nicht, das geht doch nicht. Dann haben die Jungen gesagt, no, der war was gewarnt mehr. Und die fangen langsam an still zu werden, von der ist keine Frau. Das ist alles normal, gang und gäbe. Und das wird aber 50 Jahre 3, wie das nächstes dort. So sind so viele Dinge, was über dem so normal wird. Allgemein, jeder hat das dort, es geht meine Frau. Ist es gut oder ist es nicht gut? Hier sind wir in Henoch, der predigt dennoch die Wahrheit. Er predigt das gerecht. Er war ein gottloses Wesen. Hier sagen das, ich sage hier 3 Mal so, über alle, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen, alle Werke ihrer gottlosen Wandels, Werke von Erwandel, womit sie gottlos gewesen sind, und all das Harte, das die gottlosen Sünder wider ihn geredet haben. Alles, was sie tun, was sie geredet haben und was sie sind. Also hier ist einer, was sich möchte predigen. 4. Was für eine Bedingung hast du, um so aus Henoch fromm zu leben? 4. Im göttlichen Leben bleiben, also mit Gott wandeln. Sagt diese, eine andere Bibel sagt, mit Gott wandeln. In unserer Bibel sagt, im göttlichen Leben bleiben. Also wandeln, das ist nicht ein einmaliges Ding. Das ist ein beständiges Ding, was wir immer weiter tun. Das wir bleiben. Und dann check ich, und wir haben das ein paar Monate um Medweg gehabt. Wie heißt ihr was? Es ist sehr wichtig, dass wir alle einmal Medweg sind, wegen das sind sehr wichtige Dinge, was wir da haben, was für alle Mann sehr wichtig ist. Für jeder Bruder, jeder Schwester. So hat wir dann auch von, wo Falter umgegangen werden. Da haben einen Höhepunkt erreicht, werden sehr besondere, weit entwickelte Falter gewesen, und dann hast du jetzt mit Babylon denken zu, mit Persien, mit den Römern, mit Medien, mit den Griechen, mit den Mayas hier in Mexiko, oder im Süden Mexiko, mit was anderen Völkern, Machu Picchu, dort in Peru. Du sind ein Boy, im Hostig wird du so weich. Was wird das? Die Bäcker in dieser Welt, die sagen uns, du hast eine Krankheit, du hast einen Krieg, und da 3 Tiden und so weiter. Aber wenn die Bäcker waren dort
erklären und sagen, was der Hauptsache ist, wenn sie die letzten Ruinen uitgroeven, wat de vertekens, wat de verbellen, wat du für eine Geschichte ist. Und dort ist moralischer Verfall. Wenn dort fromme Leben alles untergeht. Wenn nicht mehr wichtig ist, in den Menschen nicht mehr treu sein, in der Anfang glücklich zu werden, in der Borat nicht mehr, in der checken Dollar nur Fleisch, als nur das Wohl von den Nächsten, in der Gottesvolk erst du nicht mehr, in so viele Dinge, von dort ich verflachen dat. Ein Liebesverhältnis, auch der Borat nicht ein bisschen so, ein bisschen anders, von der Welt ein bisschen Ideen nehmen, wo Hollywood dort dat, in so viele andere Dinge, bis als Beispiele, dann geht das unja. Also noch fällt es dort, was immer besonders fällt werden, dann geht das unja. Dann sei wie immer, wo die Gottesvolk unja geht, und das ist nicht mehr so wichtig, und hier ein bisschen anerprächtig, oder dort ein bisschen diesen was schaffen, oder du es dort, Borat nicht, dann sei wir, wo wir hinkommen, bei letzte. Babylon, wie bis 70 Jahre, das Besondere, das goldene Haupt, was uns Daniel sei, beschrieben hat, was dort unja wird, was dort verhältnis wird, von der das über Kopf gestaubt. Gott sei Dank, ich war, so Sodom Gomorra über Kopf stauben, und das ist es. Persien, 200 Jahre wird unja. Griechenland, 280 Jahre, wie dort unja. Es ist weiche Wäsch. Und so sollen wir fahren, in meinen Ländern, die steht, das ist nun über 500 Jahre alt. Dort lohnt es so noch. Aber die Nation, das ist über Kopf gestaubt. Das ist gottlos, das ist üt. Und eine Frömmigkeit gedacht, das ist üt. So soll wir das immer wahren. Also, dass wir im fremden Leben blieben. Und hier haben wir hier noch 300 Jahre ein. Mit einmal war er stehen über die Jahre. 300 Jahre. Wo wird wir 300 Jahre? 300 Jahre 3, dann wird wir die Verfolgung, die Christenverfolgung gut, meist Eva, auf was steht noch nicht ganz, auf was steht wieder noch an. Druck wieder noch unter die Christen. Aber dann wird wir all dort zu boven in der Gegend von Holland und Polen, die Gegend in der bovenste Kant von Europa. Du wirst wir dann ein Leben im Glauben, aber das fängt an flach zu werden. 300 Jahre. Und dann soll wir so, wo dort wieder jetzt, wo ist der Glauben geblieben, da Sport ist all da gegangen, wo fährt es einmal bei aufgegangen, raufgegangen, utgegangen, dort war ein Gruppe gerührt, und sie, wie machen die paar gehen, das schafft nicht, ist das, einmal war von mir. Also hier wird einer, der dort mit Gott wandern. Also wird sich bewusst, jeder Stunde, dass ich gehe mit Gott, ich gehe mit dem Herrn. Ich kann nicht bestimmen, was ich glaube, was nicht gut ist. Ich kann nicht bis mit den Schwung mitgehen. Ich werde nicht das Hafsein am gepult. Also er wird sich bewusst werden, dass du ein Gott wirst. So, das sind die Fahrbedingungen, die die Karte möchte so abnehmen. Die Karte so rückgenommen hat, in diese Farbe. So, du hast das ja wirklich war. Anfang von der Schaffung. Der Schächer am Krieg, der hat noch diese Tose. Ich im Himmel go. Der Führer und wo da stehen die Mannschaft wohnt, der Frau da so. Dort haben wir der Glauben und haben in Leben. Ich glaube ja im Glauben. Das geht nicht am bestärkigsten kommen, das ist der Botschaft im Glauben mit dem Herrn wandeln. Und das ist sehr einfach, aber sehr schwer zu erfahren. Und das fängt an mit dem Sündenbekenntnis. Das ist der Sünder. Wo du tun? Oh, ich habe mit meiner mitteilen. In die Gebetserhörung, was ich habe, der nächste Mal an sich geschwitzt. Ich tue mit dem Herrn. Das Wort hätten, der ändert nicht. So sie wandeln, sie können wandeln. Und eigentlich wurde es so gut, dass der Psalmist sagt, mein Bus die hat am Freitag nicht nur Himmel, nur Erde. So von der werden wir noch was ganz praktisch nehmen. Vielleicht sagen wir, na ja, hey noch, der auch ja, aber von der, dass die Welt ist, no, hey noch wird auch ein allgemeiner Mann. Wenn er so ein Mann wird, du sie der Siebene von Adam, ganz versichert, wird er auch haben verschiedene Dinge tun. Du so sie leben deuten, und so sie sich organisieren deuten in der Stadt, im Dorf und alles. Er wird irgendwo eine Abgabe gehabt haben, er wird irgendwo ein Amt gehabt haben. Ein Mann, der verantwortlich ist für sein Leben, der wird auch eine Verantwortung wo im Dorf gehabt haben. Also wird einer von öffentlichen Interessen. Ich stamme so vor, er wird auch Ämter, wo eine Kolonie gehabt haben. Er hat unter allgemeinem Leben, hat er auch Teil. Er wird ein normaler Mensch. Er lebt unter derselben Sonne.
En hij wordt ook aan moest, vielleicht wo Barmsgroeven, dat hij woede had van zijn vij. Hij wordt ook wo aan moest, dat land aandelen, wo hij dat kon zijn vij gaan. Wilt vielleicht wo land een beetje uitscheiden, wer weet. Hij wird een ganz normaler Mensch. En hij wird een normale Familienmensch. Vielleicht sagen wir, ja, als ik nog jong ben, dan kan ik Gott dienen. Als ik hem ongerecht ben, dann ja, da wird noch alles schön in Zeit. Aber Lothar ist befreit und dann Tjenje und schlimme Tjenje und Krankheiten du manken und dann noch Schwierigkeiten bei der Arbeit und so weiter. Das ist noch wieder ein Familienmensch. Was sagst du? Er zeugte Söhne und Töchter. Er hat auch Tjenje. Er hat kleine Babytjes, die danach rohren da. Und er hat auch große Jungs, die über dem vielleicht anfangen rebellisch zu werden. Er hat dus auch Söhne, die sich befreien wollen und fangen eine Familie an. Und vielleicht hat nicht einmal gottesfürchtig angefangen in dem Herrn. Wer weiß? Und man all dort, wandelte mit dem Herrn. Er bleibt in Gemeinschaft mit dem Herrn. Er lebt es dort. Ich weiß nicht, wie viel Glauben mir fehlt, dass ich kann so ein Leben leben, als das hier noch steht. Dass man all die Dreckigkeiten, was wir haben, versuchen, das Brot zu verschaffen. Und dann in der Verantwortung in der Gemeinde, und dann der Familie, und dann der Früh, und danach Zeit nehmen von meinem persönlichen Bibellesen und Beten. Wo soll der Titel alle herkommen? Hij noch der Horde. Hij bleibt und hij lebt. Ein fremdes Leben von über 300 Jahren. Hij kann es alle tun. Man sieht die Übrige, was immer wollen, kommen auf Bescheid sagen. Hij kann es danach alle tun. Und das ist ein Mann von Glauben. Das ist ein Mann, der du so nicht mit der Vernunft denken darf. Was du so im Glauben leben darf. Wegen viele Dinge, die man im Glauben tun. Ich weiß nicht, wo er gerade tun hat, aber hij bleibt fromm. Und vielleicht ist er früh bei uns und nicht mitgegangen mit was er da leben. Wer weiß, was er da fromm wie er noch. Wie dann mehlig, ich glaube, von der ist auch noch mehlig. Er lebt sein Leben, was wie. Die Menschen dann werden nicht später von der. Da wird eine abtrünnige Generation. Die Futter sie nun bedient, das denkt unja. Ein paar hundert Jahre Luther, das denkt alle unja. Das muss oft gewäscht werden von dieser Ehe. Und jetzt sage ich, noch der wird wahrgenommen. Gott nahm ihn weg. So, das ist ein Schmuckbild auf uns, die Entdeckung. Henoch, wenn er fremd gelebt hat, wird ein wahrgenommen, vor der Untergang durch wird. Und ich glaube, das von der unser Schmuckbild auch auf die Gemeinde. Also, jeder wahre geborene Kind Gottes, dort die Entdeckung. Der kennt du so, und der wird entdeckt worden, vor der Herr wird gerecht merken am Ende von den 7 Jahren. Und ich glaube, die Entdeckung kann euer sein. Sagen Sie, es wird nicht kriegen. Aber vor das gerecht du so angeht, wird der Herr seine Gemeinde entdecken. So ein schmuckes Schattenbild darauf. Für dich, was du so Gott wohl gefällig gelebt haben. So mach uns einen Ansporn, auch so zu leben als Henoch. Fromm wie Henoch. Nummer 584. Glaube der Väter, deine Kraft, lebt trotzdem Schwert und Kerker fort. O wie das Herz vor Freude wallt, wenn uns ertönt das schöne Wort. Glaube der Väter oft bedroht, dir sind wir treu bis in den Tod. Den Vätern bleiben dunkler Haft, Herz und Gewissen dennoch frei. Wie wär so süß auch unser Los, im Tod für dich als Zeugen treu. Glaube der Väter oft bedroht, dir sind wir treu bis in den Tod. Glaube der Väter
22. Nummer 24. Brauch ich mehr als dich, mein Heiland, je auf Erden hier. Brauch ich je mehr in dem Himmel, wenn ich bin bei dir. Du allein sollst mein Ein und alles sein. Du allein wirst mir Erd und auch Himmel sein. Hätt ich auch der Freude viele, liebe Gott und Mut, hätt ich dich nicht mein Heiland, was nützt alles gut? Du allein sollst mein Ein und alles sein. Du allein wirst mir Erd und auch Himmel sein. Wer trägt alle meine Schwächen mit Geduld wie du? Welche Stimme rief treu wie deine in Gefahr mir zu? Du allein sollst mein Ein und alles sein. Du allein wirst mir Erd und auch Himmel sein. Nicht verwalten möchte ich beten, diesen Glauben feil. Irdisches Gut nicht zu vergleichen, ist mit dir mein Heil. Du allein sollst mein Ein und alles sein. Du allein wirst mir Erd und auch Himmel sein. Drum will ich an dich mich halten, hier auf dieser Welt, bis die Deinen du wirst Samen dort zum Himmel zählt. Du allein sollst mein Ein und alles sein. Du allein wirst mir Erd und auch Himmel sein. Feuer 191. Feuer 191, wo der Post das für eine Abstunde mit Leid singen. Sei das Herr, ich bin dein Gott, der dich hat. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Ja, dir, o Herr, vertraue ich. Gary, Platz nehmen. Okay, wir nehmen das Bulletin, Aufrufzeichen. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Als eerste Bekantmerkung, van der 2 Nummerach als Jugendstunde, so bringt je een Bibel met.
Jugend. En tweitens, jeder einer ist auch eingeladen von der Klock 2 Nummer zu der Einweihung von das Hilfscenter dicht bei dem Zentrum. Ich frage, was ist dort? Du so wie das Zentrum, das gewöhnliche du so in Rheinland dann, du so Buben, du ein kleines Eier, ein paar hundert Meter Eierfläche und das Salje sieht, du hast ja ein Gebiet und dort hast du so regelmäßig für ein zweiwöchiges Programm für Ehen, wo sie in 2 Wochen du so wollen, Seelsorge merken, den war ich. Und wir haben dort ein paar Monate Treiflich. Ich habe die Schwester, die Brüderschaft, beschlossen, eine Gestattung gegeben für Herrn Friesen, wenn er diese wohl schaffen, diese mit Seelsorge arbeiten. So, dort haben wir das, dort soll von der angewählt werden. Von der Klock 2 soll je sein Eierlot diese Hand kommen. Wird nicht für uns aufgehen, aber angewählt wird das all werden. So noch was dort zu sagen. Okay. Steiler mitbringen oder? Okay. Ja, so. Die Gelegenheit, was die Stelle mitzubringen, wenn die fehlen, dann habe ich die so und es steht zu stehen. Drittens, von der Klock 2 Nummer ist der Dirigentenkurs hier so in der Truck, wo sie dann einmal den Monat dann am Sonntag nach Taub kommen. So, wenn Gott würde nicht mal immer vorne besiegen, am Dienstag oder am Sonntag Nachmittag, was du so tun, was du angeht. So, hier sind eingeladen, und du in Städten. Viertens, die Schule soll reingemerkt werden, Montag, Klock 6 gegen Abend, dann dürfen all die Männer kommen, da werden die Männer erwartet bei der Schule, und dann Dienstag, Klock 8 morgens, dann die Frühes in auch Männer, die finden immer was auch Männer, Klock 8 morgens, durchschnittlich treffen wir uns so, und dann so wieder reinmerken. Und Mittag wird gemerkt worden, so dass keiner wird eine Hausform brauchen oder irgendwas, so denkt er, und du hast Mittag. Und dann wieder das Kommentar bekannt geben, so wer dann unten kommen kann, wenn eine Möglichkeit dafür hat, so da wird auch geschätzt, dass du jetzt alle zu beschäftigen, den war ich so, wenn das dort jetzt, sei gut, wenn nicht, das auch gut. Nicht, dass er nicht kann sein, wirst, wenn eine Möglichkeit hat, der wird zu luten, dort wird auch geschätzt. Und morgen dort von Montag für Dienstag bringt so eine Steiger mit, wo wir die Beins reinmerken, für Montag besonders, auch für Dienstag. Und Trappenstellertjes auch Amasch in Kadren bringt das mit, zum reinmerken. Kurs. Dienstag so, alle deiner Meeting, ins Mittwoch, Klock 8, so wirst du. Einmal sein, Bruder John hat immer von Jüngerschaft wichtig werden, die Jünger sein. Und nu wird Erklärung Abend, und Klock 7 singen Euven, deswegen ist das wenn der alle drei der Top kommt und für Evangelisation für die Jugendlichen im Oktober zu Euven. Nein, ob nur den nächsten sind wollen checken, dass wir einen Hort haben für den nächsten. Und will du noch nachmerken, was das ganz immer sein hat, ab letztes, als ich geschrieben habe, habe ich das für jeden abgeschrieben, dass Bruder Peter Kroon ist in El Paso geführt worden. Bruder Peter Wall von Morris in Delmet, sie haben in El Paso geführt. Und er ist da so nu, und sie haben da so all seine Testen gemerkt und haben geschafft. Sein Wort kriegt angeht, wird das auch gegangen, dass er nicht wiederkommt. Und sie schaffen das und erklären, aber nu sind sie ganz mutig. Das letzte auch, was Peter Kroon mitgeteilt hat, gleich sind sie mutig und sie haben vielleicht könnt nu Smarts uitvingen, vielleicht dass sie wurden diese unsere Meer vielleicht aufgehen, dass das mal aufbleibt. So schaffen sie mit. So werden wir wieder beten vereint, als über dem längere Zeit, und wir weiten, wenn der Batterie bis lang gebraucht wird, dann geht über dem dort, so, und das hat über dem all nicht leicht, das hat ein schwerer Kampf über dem all, so werden wir vereint beten, und die Lehre, wo sie sind, und ja, und wer diese noch pas sofort kann, weil ich da vorbeikommen im Moment gehen, und diese Mutmerken und zu beten, oder lesen, was immer, so, wir dort tun. Und wieder ein Dank für das all die Reden haben, wir nicht für jeden zu danken. Wir was dankbare Trainer Jesus gehen, dass das Samariter, was gehalten wird. 12. Almosen von 4 Sinn auf jeden 15.490 und $50.
Als Zitat hier unten erst, ab den falschen Buben, Mensch, du bist geschaffen nach dem Bilde Gottes. Händen, um zu geben. Dat hij iets worden. Danke, du fährst ja.
Christus im Zentrum bei dir und mir. Judas, ein Knecht Jesu Christi, ein Bruder aber des Jakobus, den Berufenen, die geheiligt sind in Gott, dem Vater und bewahrt in Jesu Christo. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Judas hat von Verreich der Beraubene te Christus Jesus und hij barmherzig und viel Leib. Das wat wir gleich wie alle zet van der leven nach die wat sehr wichtig in Gott lesen uit weiß denn die Geduld und das und hast versucht die und hast und des Namens willen worden, dass du die ersten denke, wovon du sei und die ersten Werke nicht, aber das werde ich erhöre, was der Geist, wer überwindet Lebens, sehr persönlich reden, das sei wieder Gott, die Sendschreiber trag genommen in Gottes Öl. Und so habe ich von und hier was zwischen Fuder eine Entscheidung. Das Leben bloß verloren. Das ist dem Herrn nicht wichtig ist, als eine Gemeinde in der Lifetime hat. Und die Gemeinde des Herrn, das sind der Leisten des Herrn, die entstehen in viel Glieder, und alle top als ein Lief Christi. Und der Herr, die checkt vom Himmel rauf ab die Gemeinde und checkt, dass der Lief Christi aus der am wirklich leben hat. Und andere wir brauchen manchmal, dass die Bibel das bildlich darstellt, die Brut Christi, als wir aus der Brut Christi wirklich eine Leib haben, tanzen Gott. Das ist was das Grund hat. Die erste Liebe, wir lassen ein bisschen mehr davon haben, von dieser ersten Liebe. Wie seinem Tags wir hier reden, das ist der Herr selbst. Wir lesen im ersten Vers, der sagt, und der hält die 7 Stieren in seine Rechte, und der wandeln dort unter der 7 goldene Leuchter. Seit mir hier redet die, was die Macht hat, die Gemeinde zu bewahren, die zu holen, die zu beschützen. Einmal war hier wie dort, dass Gott hat die Macht, seine Gemeinde zu beschützen, und er wollte beschützen. Jede Gemeinde, was eine intime Gemeinschaft mit Gott leben hat, was in dieser ersten Leib leben hat, Gott hat die Macht in dieser düsteren Welt, in die Gefahren, was sind, alle Drohungen, was sind, uns zu erholen. Und dann ist noch die, was wohnen, dat unter diese 7 goldenen Leuchter, und unter wie Gott, wie einer, was unter diese Gemeinde wohnen, er wisst, jede Gemeinde von den 7 Gemeinden, dort in Ephesus, fängt das hier an, er weiß von jeder Gemeinde ganz korrekt, wo die Gemeinde wir. Und von der, er wird korrekt von dieser Gemeinde hier und diesem Ort. Er wird ganz korrekt, wo wir als Gemeinde stehen dann. Und Gott, es ist sehr wichtig, wo wir als Gemeinde stehen dann. Und wir sehen, dass wir haben einen Gott zu tun, was sehr lobend ist. Weil diese Gemeinde hier ein bisschen so betrachten dann, was wird von der Gemeinde, und wer wird dort, was diese Gemeinde so böt, dass ihr nicht sehr loben hat. Da wird Gott, da wird der Schöpfer. Und erstens sollen wir miteinander in den Lob, aber einmal, wenn es der hardeste Gemeinde gelobt, dann sagt er, hier da geht Dodeln. Hier ist was erreicht. Und dann wird er danach, und dann über Gold Rot, wenn es sich gedodelt hat, sagt er, was vergönnt ist nach Rot. Hier ist Rot vergönnt. Also sehen wir hier der Leib Gottes. Der Herr, der wirft am eine Brut. Aber so am zu tun, dass er wird eine Brut holen, was ganz ohne Flecken drin soll sein. Aber so am zu tun, dass diese Brut keine geriese Plagen wird haben. Und was würden Brigham tun, wenn er kam und sender sich wettet Kleid rührt, und er sagt einmal, hey, diese Brut, die will ich für den Trolltar leiden, aber diese Brut, die hat irgendwo auf der Unterschied, das ist eine riesige Plage. Würde ich euch die Brut denken, halt auf diese riesige Plage? Würde ich euch wollen, dass eine Brut soll ein reines Kleid anhaben, um die für den Trolltar leiden? Ganz bestimmt.
Und so ist dem Herrn nicht am zu tun, dass wir seine Brüder, dass wir ohne Flecken und Runzel sind, dass wir eine reine Kleid haben und dass wir in jeder Hinsicht haben, durchstehen als eine geschmeckte Braut. Und das erste halt wir von dem Lob. Seid mal, liebe Zuhörer, wo handelt uns Gott? Mit mir und die. Viele Menschen checken Gott aber so, den es niemals zufriedenzustellen. Das ist ein sehr ernst, das ist ein strenger, das ist ein zorniger Gott. Vor dem kann je verhebt keiner nicht was reich mehr. Wo handelt mein und dein Gott mit uns? Hörst du mal, heute sagte von dieser Gemeinde, ich weiß deine Werke. Der wird in ein Wohnland deed, er wird an Drehen und in Holen deed, ich weiß, was es in ist. Ich weiß deine Werke. Sagt er, ich weiß deine Arbeit. Hörst du mal die Werke? Was wollen wir in die Werke? Das werden die Werke, was sie im Glauben deiden. Nicht, dass diese Werke seilig gemerkt haben, dass wir die glauben an Jesus Christus. Aber dann brauchen sie in diesem Glauben, brauchen sie Werke über die. Ich weiß von deinen Werken und ich weiß von deiner Arbeit, was ihr geschafft habt. Und bitte, ihr wollt jetzt Zeugnis, kann Gott geben von dieser Gemeinde zu Ephesus, weil diese Gemeinde in gute Werken durchstand, und was er geschafft hat, und dann rede von dieser Gemeinde, von der Geduld, was sie haben. Weil in der Verfolgung, wo sie beim Leben leben, die ersten Christen dann, da wir so eine gewaltige Verfolgung und wir so eine Drohung die gestaltet worden, oft in den Glauben oft zu sein, von Madwig ab Singsten haben, von diesem Polycarp, und wird gedroht, dass ein saßen Tag Joscha Gräs, worden gedroht, sei den Glauben auf, wenn die dem Reibers auf zu sein, wo die verschauen, wo wir so ein alten Monostil nicht, das im Vier leihen. Aber er sagt, wo will mein Gott auf sein, wo will mein Jesus auf sein, was zu mir am Ende treu war. Er bleibt von das erste Leib zu seinem Jesus. Und dann lässt er sich für die Tieren schmieden. Und dann, als er dort getan hat, dann lässt er sich noch verbrennen. Das wird die erste Leib. Was ihm die Genode und die Kraft gibt, das alle zu dulden und zu drehen. Und er braucht viel Geduld. Und Gott sagt von dieser Gemeinde, dass unser ist viel Geduld. Und dann gab Gott nach der Zeugnis von dieser Gemeinde immer Sinn, dass wir handeln. Das seht ihr, dass du die Beisen nicht tragen kannst. Die Beisen meint, dass wenn der Sinn in der Gemeinde ist, da wird Stellung angenommen, hier wird mit Sinn gehandelt. Und es gibt eine gute Anerkennung bei Gott, wenn die Gemeinde hier bei ihr mit Sinn handelt. Wie Gott ist ein gerechter Gott, Gott kann nicht Sinn dulden, und dann checkt er nur, was mit Sinn gehandelt wird. Und diese Gemeinde kriegt das Zeugnis, dass sie mit Sinn handeln. Und dann hat diese Gemeinde auch das Zeugnis, dass sie ein sehr gutes Prüfungsvermögen haben. Die können sehr fein prüfen. Was denn sie prüfen? Und hast versucht, die da sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erfunden. Dann stunden sie noch ab und kommen hier in die Gemeinde und die bekennen sich als der Apostel. Bekennen sich als Zeugen Jesu Christi, was die Wahrheit von Rüt bringt. Und diese Gemeinde hat Prüfungsvermögen. Wo wir das möglich, dass sie Prüfungsvermögen haben, da wir da sind, weil sie das von Gott gekriegt haben, wo sie einen Herrn gefragt haben, dann können sie prüfen, und sie haben ein gutes Prüfungsvermögen, und einmal sagen sie, das sind Lehner. So ist von dir auch so wichtig, dass wir prüfen dann. Da steht so viel ab, und wir machen prüfen, als der reine Lehre. Vielleicht ist meist alles der reine Lehre, aber wichtig ist, als der reine Lehre, was gebracht wird. Und wenn das nicht der reine Lehre ist, dass wir ein Klarheit da haben, mit der können wir nicht mitgehen. Das können wir nicht unterstützen. Und das Gemeinde zu Ephesus, die erfunkt das Lehner, und dann könnt ihr bloß nicht wieder dein. Und dann sagt er noch, verträgst und hast Geduld. Erst war ihm das Wort Geduld. Er hat gemerkt, dass zweimal der Herr zu der Gemeinde von Ephesus sagen, die haben Geduld. Weil in der Gemeinde des Herrn, da braucht es viel Geduld. Wenn so viel Prüfungen, so viel Proben, so viel Kämpfen abkommen, dass wir dann mit Geduld den Kampf durchkämpfen. Was leid von das Heinacht, was wir in der Eröffnung hielten? Wenn das Heinacht in all diese hunderte Jahre nicht in Geduld gekämpft hat, leid je, wird er sein Stehen geblieben? In keinem Fall. Da wird die Gnade Gottes, dass das Heinacht kann so geduldig den Kampf durchkämpfen, durch die hunderte Jahre, was er kämpfen den. Und, sagt der Herr wieder von dieser Gemeinde,
Und um meines Namens willen arbeitest du und bist nicht müde geworden. Gemeinde, ich gebe dir Zeugnis. In mein Namen bist du in der Arbeit. Du hast ein gut geschafft, du bist nicht müde geworden. Gemeinde, Ephesus, du hast ein guter Raub, dass du geschafft hast. Sehr positiv, nicht wahr? Aber danach sagt der Herr, dass diese Flamme, die fängt an leer zu brennen. Diese Flamme von dieser Gemeinde, der Feuer des Geistes, das brennt nicht mehr, so sei. Weil die Gott schickt von der Rauf auf die Kirche, aus der Vier ist. Aus der brennt vor ihm. Aus der Kinder Gottes, was sich bezahlt, Kinder Gottes zu sein. Aus der wirklichen Vier vor ihm da sind. Da mein Feuer des Geistes, das ist die nicht-testamentliche Gemeinde. Das ist dem Vier da wir, und das ist brennt, und das brennt das wieder, das Vier und eine Verfolgung, und das Blut von dieser Zeug, was ihr Leben haben, dort wir es von einer ganz besonderen Kraft wird, bis mehr Menschen zum Glauben kommen. Und das brennt das Vier wieder. Und das ist die Gemeinde zu Ephesus. So gut, dass sie meinen, so viel als der Herr von loben können, hat ihr möchtet eine ganze Reihe abnehmen, was Gott alles reich tegnen, von dieser Gemeinde. So viel kann Gott reich tegnen. Und aber wir eines lernen, wir nicht vor, dort diese Flamme, die fängt an leer zu brennen. Also, das ist die erste Leib. Und viel dann an die erste Leib. Die erste Leib ist die, dass wir erst hier, wo der Mensch sein Leben im Herrn übergeben hat. Dann die Event ist so eine besondere Leib zu sehen in Jesus. Und dann haben wir hier wieder, wenn Menschen sind, das ist die erste Leib zu Jesus, so fängt zu brennen. Dann brennt er plötzlich wieder. Wir hatten gestern, haben wir die Gelegenheit, ein Zeuge anzuhorchen von India, was sehr viel Mission hat in India. Man hat die armen Menschen da. Und gewollte Missionar jetzt als und er zeugt von was dort in India angeht. Da ist besonders stark ein Mann, das muss wirklich einer sein, was in der ersten Leib von Jesus Christus stund. Da hat er verschiedene Bilder anführen, weil für da ein Bild an, und das wird das, dass ein angesehener Mann, der auf einmal die Aussatzkrankheit, und dann durch diese Aussatzkrankheit ging am die Fingerschaft. Weil wir so aktiv vor dem Herrn da, seine Leib zu Jesus brennen, so sei er. Da wir nicht mehr Finger schauen, ich kann den Pen nehmen zum Schreiben. Dann nehmen wir den Pen zwischen den Teilen. Und er schreibt verschiedene Briefe, er schreibt Traktaten, und er werden ausgedacht, um mehr Menschen Christus zu führen. Und er hat verschiedene Beker über Saaten, und die Sprache, und die Hindu-Sprache und so weiter, damit Menschen das Evangelium so verstehen können. Da seid die erste Leib von diesem Jesus. Finger sind nicht mehr da, könnt ihr sagen, Herr, wenn du mir nicht mehr aus der rechnen lässt, wenn das alles ist, was du mir rechnen lässt, might as well, ich gebe ab, du weißt, wo ich den Kampf wieder kämpfen. Aber weil so ein brennender Christus steht, in der Leib von Jesus, keine Fingerschmeier, den Blumen zwischen die Teilen und dann schreiben, für Jesus. Ist das nicht wundervoll? Und er sagt, das ist nicht bloß eine Geschichte, das ist momentan, der dem Schritt war er besorgt. Er wird charakter wie, er nannte ihm Namen. Er sagt die Schrift. Das sagt so viel, du hast eine Leib für meinen Jesus. Der Herr hat so viel handgegeben für mein Leben. Ja, da wo der Herr Jesus den Platz kann annehmen, dass er das Leid hier in dem Zentrum vom Leben, dass Jesus das sagen hat. Wenn der Herr Jesus im Zentrum sagt, dann sie nicht mehr ich am Thron. Das ich das erst nu gebrochen. Das ich ist nicht mehr da. Das ich ist raufgestiegen. Und Christus ist am Thron abgestiegen. Und da wo Christus am Thron ist, da lebe ich in das erste Leib. Und dort über den Namen des Herrn verherrlichen. Dort ist, wo die Flamme brennt, über mir in mir angesteckt worden. Ein Schriftgelehrter, ich habe mal Jesus, und ich habe mit dieser Frau und Jesus, und das ist das vornehmste Gebot. Weil man sein, was Jesus antwortet. Ich glaube, viele würden sagen, ich weiß, die Bibel steht, wo die geschrieben ist, und ich weiß auswendig, was du sagen hat. Und das ist das vornehmste Gebot.
Und es trat zu ihm, lesen Markus Kapitel 12, Vers 28 wieder, und es trat zu ihm der Schriftgelehrten einer, der ihnen zugehört hatte, wie sie sich miteinander befragten, und sah, dass ihnen fein geantwortet hatte, und fragte ihn, welches ist das vornehmste Gebot vor allen? Jesus aber antwortete ihm, das vornehmste Gebot vor allen Geboten ist das, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Gott. Und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von allen deinen Kräften. Das ist das vornehmste Gebot. So das Schriftgelehrte, der will mal sein, was Jesus für eine Antwort geben. Und das ist das ganz vornehmste Gebot. Dann sagt Jesus, und das sei ja klar, Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüten, von all deinen Kräften. Alles, was die anwenden kannst, das ist das vornehmste Gebot. Und dann sagt Jesus, und unter ist zum Glück, den nächsten zu lieben, so ist die selbst. Also haben wir das erst auf dem Bulletin, auf dem Farsch boven, und ein Desire, was wir wieder gehen auf der Leib. Das ist das vornehmste Gebot. Das ist ein Leib zu Gott und das ist ein Leib zu anderen Menschen. Petrus, hat mit einer sehr besonderen Erfahrung. Mir scheint so, wenn ich das so lesen dort, was eine ziemlich sehr schwere Erfahrung gewesen. Aber ich glaube, Petrus hat es sehr gut. Und ich denke, man muss durch eine Prüfung durch, weil es sehr gut ist, nicht wahr? Wir finden in Evangelium Johannes Kapitel 21, dass die Jünger wieder am Wasser, und wenn sie schon kommen, hat Jesus da all cool, und hat da eine Multitude für die Jünger. Und dann sagt er dann von den Fisch holen, was sie gegeben haben. Und Petrus hat Furz und holt von den Fischen was er gefangen hat, und bringt die nach Jesus. Und wenn sie das Mul geholt haben, ich kann mir nicht anders vorstellen, als eine sehr schöne Multitude was von Jesus hat ein Mul gemerkt. Und wenn sie das Mul geholt haben, dann fragt Jesus diesen Petrus, Simon Jonah, hast du mich lieber, damit ich diese habe? Dann wird ihnen Leib geprüft. Simon Jonah, bist du mir guter, als mir die anderen sind? Was ist das für eine Antwort? Bist du mir guter? Was sagt er? Spricht ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er wieder zum anderen Mal zu ihm, Simon Jonah, hast du mich lieb? Spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon Jonah, hast du mich lieb? Was wir an Petrus getan haben, er weiß gerade, was er getan hat. Er weiß gerade, was von der Erfahrung er gemerkt hat, was von Versprechen er gemerkt hat. Das wisst ihr alle, aber nun fragt Jesus an, Simon Jonah, hast du mehr Life zu mir als all diese anderen? Sagt er, ja, Herr, du weißt, dass ich die Gott sehe. Aber es ging so weit, dass Petrus einmal sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich die Gott sehe. Werd meine Schub, wenn du Life zu mir hast. Simon Jonah, Petrus, go werd meine Schub. Das ist was von der fehlt, am Schub zu werden. Fehlt noch viele Menschen, die eine besondere Life haben, um eine Arbeit zu sein, am Schub zu werden. Das ist auch eine erste Life für den Herrn, das ist wichtig. Gut. Was tut man, wenn weiß, dass irgendwas anderes hat in seinem Körper? Lass uns ein Beispiel weiter anführen. Was tust du, wenn man anwäscht, das wird anderes? Dann siehst du, was du anderes hast, nicht wahr? Dann wird noch ein Bluttest vor, dann wird ein Bluttest genommen. Und dann diesen Bluttest, den nehmen wir noch mit einem Doktor. Und dann der Doktor diesen Bluttest hat, dann checkt er über, dann tickt er. Sehr gut. Sehr gut. Auch das ist sehr gut. Der lange Rede ist alles sehr gut. Bei einmal sagt der Doktor, hey, dann setzt er sich ein bisschen Deipi da und checkt er sich auf und dann sagt er, hier ist es arg. Hier kann es sein, hier fehlt was. Hier will man ein Deipa, nur sehen, nur grün, was er ist. Operation. Kann ich noch anderweitig sagen? Ja, für den Patienten. Die Operation, das ist was die Verantwortung. Das wird gut. Das alles durch. Und Menschen drehen das dort von Gott wahr. Kreuz ist dort wird, hier wird es die Gemeinde.
Mit die erste Leib, da wir nicht, dass sie bloß von Adelig verloren haben, verloren. Das ist die erste Leib, die brennt nicht mehr, als sie gebrannt hat, dann, wenn sie dem Herrn angenommen haben. Das jetzt sehr persönlich in unserem Leben, aber in diesem Fall, da jemand jetzt an der ganzen Gemeinde, ist wirklich eine brennende Leib. Als Gemeindesherren bekam es zu sein, ist eine brennende Leib für diesen Jesus. Gebe ich alles an für diesen Jesus. Wie viel, da ich noch anwende, bezieht bloß für mich, oder wie viel gebe ich Jesus von mir wirklich? Hast du mir an mit Frau, habe ich meine Leib durch? Haben die gerade als andere Menschen haben? Ich lese ans Wandel, unsere Wolken, das redet hier in unserem und von Arbeit und so weiter, unserem Jesus Gott sind, gemerkt. Das gemerkt habe, aber die Phases, für das sie nicht Code Wolken, als mir und Gottes, geht hier, überwindet den Leben von dem Halten wieder. Gott wird ohne wie du immer bist, ohne durchknallt. Vor dem Herrn volles Wort. Wir sind checken jeder Gemeinde, in Hart und Kost von der Gemeinde, dass die Saar, ich bete, genau, dass wir erkennen, was steiten, zu nehmen, und dass mein Herr lass will gelingen. Gottes Vater,